Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX5 bzw. über den verbrannten MX5. Und heute ist es endlich an der Zeit, ich werde endlich das verbrannte Seitenteil tauschen. Hier ist es für die Leute, die nicht genau wissen, was passiert ist. Der MX5 war Teil eines Feuers und ja, ist jetzt nicht mehr in dem Zustand, wie er vorher mal war. Und er hat jetzt im Prinzip die ganze Fahrerseite, also von hier vorne geht das hier einmal hoch. Und dann bis hinten in den Kofferraum bzw. zum Kofferraum ist alles zum Teil mit verbrannt. Und ich habe mir jetzt die Aufgabe gestellt und werde das Auto einmal komplett neu aufbauen. Ich weiß, es wäre höchstwahrscheinlich klüger, ein neues Chassis zu nehmen und dann da alles reinzuswappen. Aber ich will unbedingt das Chassis nehmen und das Chassis wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wie viel ich in diesem Video schaffen werde, aber ich werde auf jeden Fall in diesem Video das Seitenteil austrennen. Wie ich das Ganze machen werde, ist eigentlich relativ simpel. Wie man hier vorne schon sieht, also dort oben und hier unten, bin ich hingegangen und habe Schweißpunkte ausgebohrt. Das Ganze habe ich, wie man hier vorne sieht, oder auch nicht, weil es nicht fokussiert ist, da. Wie man hier vorne sieht, habe ich das einmal mit so einem Schweißpunktbohrer gemacht. Da bin ich hingegangen und habe dann einmal die Schweißpunkte, die hier vorne sind, womit das ganze Seitenteil im Prinzip dran gehalten wird oder dran geschweißt ist, bin ich hingegangen und habe hier schon mal angefangen, die auszubohren. Und das werde ich jetzt im Prinzip komplett von hier unten, hier hoch und dann bis da hinten hin machen. Wie gesagt, das ganze Seitenteil ist so ziemlich komplett mit Punktverschweißung gehalten. Hier unten am Schweller muss ich das höchstwahrscheinlich flexen, was dann bis hier unten hingeht, und werde ich auch mal gucken, was ich da machen muss. Wenn man dann hier vorne lang geht, ist das hier auch alles punktverschweißt. Hier muss ich das so ein bisschen freisetzen, damit man halt genau sieht, wo ich die Löcher aufbohren muss. Aber das ist dann einmal komplett bis hier unten hin punktverschweißt. Hier unten ist das, glaube ich, auch noch punktverschweißt, und hier im Inneren des Kotflügels werde ich hingehen und muss das dann von hier vorne bis, ich glaube, da unten einmal, also bis hier unten, muss ich das dann einmal komplett aufschneiden. Und dann kann ich im Prinzip das Seitenteil einmal rausnehmen. Dann werde ich hingehen und ein gebrauchtes Seitenteil von dem Schlachter MX5 einsetzen und das dann wieder verschweißen. Ja, gucken, wie das funktioniert, ob ich das vernünftig hinkriege und ob das schwer oder einfach wird. Aber ich denke mal, ich werde das wohl irgendwie hinkriegen. Ja, ich werde jetzt erstmal hingehen, werde die ganzen Schweißpunkte hier hinten bis da vorne irgendwo ausbohren und dann gucken, wie gut ich den Kotflügel von dem eigentlichen Chassis trennen kann. Und dann hole ich euch irgendwann wieder ab, wenn ich entweder das Seitenteil ausgetauscht habe oder so gut wie kurz davor bin, das Seitenteil auszutauschen.
So, der Kotflügel ist jetzt ab und so sieht es unter einem MX5 hinteren linken Kotflügel aus. Ich bin auch schon mal hingegangen und habe das Ganze hier sauber gemacht. Das wollte ich eigentlich in einem anderen Video machen, aber ich habe jetzt vergessen, die Aufnahme jetzt hierfür zu machen. Also stellt euch das Ganze ein bisschen dreckiger und ein bisschen rostiger vor. Auf jeden Fall, so sieht es unter einem hinteren MX5 Kotflügel aus. Da vorne ist noch ganz viel Dreck und Rost und sowas drin. Das muss ich noch irgendwie, da unten muss ich irgendwie noch den Rost rauskriegen. Ich denke mal, dass ich sowieso hier unten den Schweller mal neu mache. Aber da werde ich nochmal gucken. Das Ganze sieht an sich ganz okay aus. Hier hat man so ein bisschen Rost, aber das ist eigentlich nur Oberflächenrost. Das ist nichts Schlimmeres. Deswegen, das ist eigentlich ganz gut. An sich, das Teil rauszutrennen, war eigentlich relativ leicht. Hat nur relativ viel Zeit gebraucht, weil man musste halt die ganzen Schweißpunkte komplett ausbohren. Aber womit der Kotflügel bzw. dieses Loch, wo einst ein Kotflügel war, ersetzt wird, das zeige ich euch jetzt. So, ich bin jetzt nicht mehr im Zelt, sondern ich bin in der Halle, wo mein Schlachter MX5 steht. Wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, dass ich mir einen Schlachter MX5 vor geraumer Zeit mal gekauft habe. Den habe ich mir gekauft, weil da alle Sachen dran waren, die ich benötige, um den anderen MX5 wieder aufzubauen. Armaturenbrett kommt jetzt von einem anderen MX5, also von meinem MX5, der im Zelt steht. Aber ja, bei dem MX5 sind Türen dabei, Kofferraumdeckel. Das liegt hier alles in der Halle. Hier steht auch Lexus, sich überall verteilt. Genauso wie die Windschutzscheibe und den Rückspiegel. Das kann ich auch alles schön aus dem MX5 hier nehmen. Und eigentlich war auch der Plan, dass ich dieses Seitenteil, sprich den hinteren Kotflügel, von diesem MX5 nehme und dann auf meinen abgebrannten MX5 drauf schweiße, beziehungsweise halt draufsetze und dann halt verschweiße. Aber der Plan hat sich geändert. Ich bin zwar schon hingegangen und habe hier angefangen und habe die ganzen Punktschweißungen aufgemacht. Hier vorne bin ich hingegangen und habe das Ganze ein bisschen aufgeflext, weil das Teil, ich gehe stark davon aus, ich weiß es aber nicht ganz genau, aber das Teil wurde höchstwahrscheinlich schon mal getauscht, denn er hat überall Spachtelmasse. Das Ganze hier unten ist komplett Spachtelmasse und die ganzen Schweißpunkte hier vorne, das waren nicht die originalen Schweißpunkte, die Mazda gesetzt hat, sondern das waren irgendwelche Schweißpunkte, die irgendjemand mal gesetzt hat. Sprich, ich hatte den schon fast ab. Ich bin jetzt ungefähr bis hier vorne gewesen und habe mir dann gedacht, dass sich das Ganze nicht lohnt, den auszutauschen. Denn hier unten kann man auch schon sehen, da kommt ein bisschen Rost durch. Und der ist hier unten so krass verspachtelt, dass ich nicht sehen kann, wo die Punktschweißungen sind. Und ich müsste das ganze Teil halt hier irgendwie aufschneiden und so. Und ja, das Teil kann ich dann einfach nicht benutzen, weil es macht keinen Sinn. Ja, das war ein bisschen frustrierend, nachdem ich hier schon irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden dran gearbeitet habe, um die ganzen Punktschweißungen und hier vorne das alles rauszuschweißen, ist ein bisschen nervig gewesen. Auf jeden Fall ist hier unten alles verspachtelt und nicht schön. Dann bin ich hingegangen und habe im Internet geguckt und habe ein Reparaturblech gefunden, was von hier vorne losging und dann, ich glaube, hier hinten geendet hat, also irgendwie bis hier oben und dann ging das bis hier vorne. Da gibt es so ein Reparaturteil, damit man halt das hier austauschen kann, also halt die größte Problemstelle, genauso wie hier vorne. Das gibt's wohl, aber da habe ich mir gedacht, das macht irgendwie, ist das auch blöd, weil dann muss ich das hier, nämlich von dem hier, müsste das andere dann mit dem Reparaturteil tauschen. Wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber dann habe ich aus Zufall gefunden, dass es das ganze Teil, also den ganzen Kotflügel von dort vorne bis dort hinten komplett neu von Mazda gibt. Ich habe keine Ahnung, warum ich das vorher nicht gefunden habe, warum ich im Internet nicht einfach mal danach gesucht habe, keine Ahnung. Ich habe mir extra die ganze Mühe gegeben, um das Ganze rauszuschneiden und rauszubohren. Ich hätte einfach nur mal gucken sollen. Also, den ganzen Kotflügel kann man komplett neu kaufen. Man kann den bei IL Motorsport und SPS Motorsport kann man den kaufen. Bei IL Motorsport gab es den nicht mehr und bei SPS ist der echt teuer. Ich glaube, das ist aber der ganz normale Preis. Ich denke mal, dass man den von Mazda auch so kriegen kann. Aber ich hatte extrem Glück und habe den ganzen Kotflügel bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Genau die Seite, der noch nie benutzt wurde. Und das zu einem sehr viel geringeren Preis. Und der liegt dort vorne. Das hier ist ein Original Mazda MX5 Kotflügel. Hier vorne sieht man auch das Mazda, ja dort keine Ahnung was das heißt. Aber auf jeden Fall, das ist ein komplett originaler Mazda MX5 Kotflügel, der noch nie gebraucht wurde und noch nie eingebaut wurde. Ja, und den werde ich jetzt nehmen, um den verbrannten MX5 wieder aufzubauen. Hier ist das relativ einfach. Ich kann das Teil einfach draufsetzen und dann wieder festschweißen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, weil der hat hier oben an den Kanten und hier unten und überall hat er keine Löcher zum Einschweißen, zum Punkten. Gucken, wie ich das da mache. Ob ich da irgendwie Löcher bohre oder irgendwie das anzeichne oder so. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich werde das wohl irgendwie hinkriegen. Und das Teil wird jetzt halt bei dem verbrannten MX5 eingebaut.
damit der wieder wie ein vernünftiger MX5 aussieht und nicht mehr verbrannt ist. Ja, aber wie gesagt, es hat sich trotzdem gelohnt, den Schlachter MX5 zu kaufen, weil ich da halt einfach hingehen konnte und die ganzen Türen, Kofferraumdeckel, vorne die Windschutzscheibe kann ich nehmen. Ich habe hier vorne auch noch eine Motorhaube, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber falls ich halt eine Motorhaube von mir kaputt mache, kann ich halt die hier nehmen. Ja, ansonsten, das Chassis ist auch noch in einem guten Zustand, außer dass das jetzt da halt kaputt ist. Aber das Ding ist sowieso, das könnte man nicht mehr für die Straße gebrauchen, aus verschiedenen Gründen. Was ich jetzt an sich mit dem Auto mache, weiß ich nicht ganz genau. Ich denke mal, dass ich mir das irgendwo in eine Ecke stellen werde und falls ich den Drift Miata einmal irgendwie in eine Wand fahre oder sowas, kann ich dann zum Beispiel irgendwie den Frontclip nehmen oder sowas. Oder halt hinten irgendwas austauschen. Was ich vielleicht auch noch von dem hier nehmen werde, ist bei meinem verbrannten MX5 ist das Teil hier hinten. Ist ja bis hierhin auch ganz gut verbrannt. Da werde ich mal gucken, ob man das bei dem MX5 retten kann. Also bei dem verbrannten MX5 im Zelt, ob man das retten kann. Und wenn man das nicht retten kann, werde ich entweder das Teil nehmen oder das Teil gibt es auch noch komplett neu von Mazda. Ist auch nicht so teuer und das werde ich dann austauschen. Bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob ich das Teil nehme oder halt das alte Teil drin lasse oder halt einen Teil von Mazda nehme. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt mit dem MX5 weiter. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert vom letzten Video, ja, vom vorletzten Video, wo ich den Schaden begutachtet habe, zum jetzt, wo ich das rausgetrennt habe. Ist jetzt ein bisschen viel Zeit verstrichen, aber jetzt kann es endlich wieder losgehen. Ich habe alle Teile zusammen, so ziemlich, die ich brauche, um den MX5 wieder aufzubauen. Ich wollte eigentlich in diesem Video auch ein bisschen mehr schaffen, aber ich will mal sagen, das Video ist, glaube ich, schon lang genug, weil ich auch, glaube ich, relativ viel erzählt habe. Ich wollte eigentlich in dem Video hier schon schaffen, dass ich den Kotflügel raustrenne und das alles schon sauber mache und sowas. Aber das werde ich jetzt nicht in diesem Video machen. Deswegen, in den nächsten Videos werde ich jetzt hingehen und einmal komplett den Kofferraum sowie den Kotflügel unten, von innen und sowas alles komplett sauber machen, versiegeln, schön machen, so dass da halt kein Rost mehr ist, so dass halt alles vernünftig ist. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich in noch einem anderen Video werde ich dann das Seitenteil komplett einbauen und dann bin ich mit dem MX5 hoffentlich fertig und kann da vernünftig beigehen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.